aussieht. Es hat zwar 96 Stunden, also 4 Tage benötigt, aber das hört sich viel schlimmer an, als es in Wirklichkeit war. Denn das Brot ist quasi die ganze Zeit fast ausschließlich im Kühlschrank und es war eines der leichtesten Brote, die ich je gemacht habe, eignet sich daher auch für Brotanfänger und vor allem für Leute, die wenig Zeit haben. Denn das kann man perfekt machen, wenn man den ganzen Tag außer Haus ist. Bei dem heutigen Rezept habe ich nochmal das Hefepulver genommen, aber auch das Rezept für das frische Hefewasser findet ihr selbstverständlich unten. Ich habe hier einmal das Weizenvollkornmehl und gebe das Weizenmehl hinzu. Das ist ein bisschen störrisch heute. So, dann habe ich hier das Salz. Das sind 25 Gramm. Das ist wirklich total einfach. Hier ist das selbst hergestellte Hefepulver. Das sind 200 Gramm. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr das selber aus dem Hefewasser herstellen könnt, ich verlinke euch oben eine Playlist zu der Trockenhefe, aber auch, falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, es dreht sich ja eher alles um Hefewasser, also Hefe, die ihr selber herstellt. Auch da findet ihr oben rechts eine Playlist dazu. So, dann folgt noch das Wasser. Also ihr seht, es ist total einfach. Es ist so simpel, wirklich perfekt für Beginner. Das Ganze knete ich in meiner Küchenmaschine durch. Habt keine Angst, das ist genügend Feuchtigkeit. So, da es Weizenmehl ist, sind es jetzt hier 10 Minuten. Selbstverständlich könnt ihr dieses Rezept auch mit Dinkelmehl machen. Ich habe ja gerade eine Umfrage gestartet, ob ihr vielleicht häufiger Rezepte mit Dinkelmehl haben wollt. Schaut mal unter meinem Newsfeed nach, also da auf Community, wenn ihr auf meinen Kanal geht. Da findet ihr dann auch nochmal die Abstimmung. So, und den Teig habe ich jetzt so 1-2 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen. 1 Stunde reicht zur Not auch. Befeuchte meine Hand und mache jetzt Stretch and Fold. Und das ist auch schon wirklich das Schwierigste. Das heißt, 1 Stunde war es jetzt noch draußen an der Luft, damit es ein bisschen schon mal Zeit hat, sich zu akklimatisieren. Ich befeuchte meine Hände und von allen 4 Seiten ziehe ich den Teig ein bisschen hoch, bis es nicht mehr geht, bevor er reißt und klapp ihn auf die gegenüberliegende Seite. Das ist eine perfekte Methode, um den Teig mehr Volumen zu geben. Und am Anfang habe ich mich vor solchen Methoden immer gesträubt zu meinen Backzeiten, das gebe ich ganz ehrlich zu. Mittlerweile mache ich das total gerne. So, und dann kam der Teig in den Kühlschrank für 12 Stunden. Und danach mache ich das Gleiche. Stretch und Fold mit jeder Seite. Und ich habe jedes Mal, wenn ich ihn aus dem Kühlschrank genommen habe, 1 Stunde bei Zimmertemperatur stehen lassen und erst dann Stretch und Fold gemacht. Da war er wieder im Kühlschrank. Also wir sind jetzt quasi schon beim 2. Tag. Und auch hier Stretch und Fold. Und ihr könnt erkennen, der Teig wird immer angenehmer. Seht ihr das? Also er ist total super zum Bearbeiten. Ich habe ihn auch wirklich immer in dieser Schüssel gelassen. Und das Ganze mache ich dann insgesamt, also strecken und falten, insgesamt 8 Mal. Ich habe den Teig am Abend begonnen, damit ich dies dann abends backen kann. Ihr könnt natürlich auch morgens beginnen. So, hier könnt ihr sehen, ich habe es extra, wie gesagt, im Schnelldurchlauf gemacht. Und dank diesem könnt ihr auch wirklich sehen, dass sich die Konsistenz verändert. Also das ist wirklich total witzig zu sehen und er geht auch sehr langsam auf, aber tatsächlich das Volumen vergrößert sich. So, und ihr seht, so lange hat das gar nicht gedauert. Der Teig ist jetzt fertig. Ich tappe mal ein bisschen hin. Ja, ein bisschen klebrig, also Mehl brauchen wir in jedem Fall. Das heißt, da kommt Mehl auf die Arbeitsfläche und dann klappe ich ihn noch mal ein bisschen um mit der Teigkarte. So, falte ihn noch mal ein bisschen und das Mehl ist wirklich perfekt, weil er dann diesen rustikalen Touch bekommt, also ein richtig gutes Bauernbrot und ich bin wirklich auf eure Kommentare gespannt, ob ihr das ausprobiert und wenn ja, wie es euch gelingt. Und nun schaue ich, dass die Oberfläche schön wird. Also ich gucke mal, ob ich das schon mal so drehen kann, ob mir das reicht, ob das schön glatt ist. Wenn nicht, schleift den Teig noch mal so ein bisschen auf der bemehlten Arbeitsfläche. Ja, das ist jetzt schon besser. Dann klappe ich das weiter. Nicht zu viel drücken, denn wir wollen das Volumen ja drinne behalten. Und dann ganz vorsichtig so ein bisschen noch
kneten. Ich habe da ein bisschen noch gearbeitet, genau. Und dann dreht ihr das mit beiden Händen ganz vorsichtig. Das bewirkt nämlich, dass der Schluss unten, also dort, wo die Teigstücke zusammenfinden, dass der sich richtig verschließt. Da darf dann auch nicht zu viel Mehl dann sein. Oben gebe ich immer noch mal ein bisschen Mehl nach, damit das A nicht klebt und B, dass ich diesen rustikalen Touch beibehalte. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm einen Daumen hoch und am besten teilst du es wirklich mit so vielen Leuten wie möglich, damit alle erfahren, wie einfach man Hefe selber herstellen kann und wie leicht man hiermit backt. So, mit Hilfe der Teigkarte konnte ich jetzt das Brot schön auf ein Backpapier geben und ich schneide das Brot ein. Wenn ihr das nicht einschneiden möchtet, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr die Schlussseite nach oben dreht. In den nächsten Tagen zeige ich euch nochmal ein gewünschtes Weizenvollkornbrot. Da habe ich das nämlich genau so gemacht. Das sieht auch nochmal ganz toll aus. So, und das Brot habe ich jetzt nochmal locker eine Stunde stehen lassen bei Zimmertemperatur. Und dann heize ich den Backofen vor auf 230 Grad Ober- und Unterhitze und stelle eine Schüssel Wasser hinein. Dann kommt das Brot hinein. Ich besprühe es nochmal dabei ein bisschen mit Wasser und backe es ungefähr 30 Minuten. Die Schüssel mit Wasser nehme ich dann heraus, backe das Brot dann nochmal bei 210 Grad 30 Minuten weiter und dieser Traum kommt dabei raus. Und wenn du mehr erfahren möchtest über das Herstellen der Hefe und auch Videos sehen möchtest mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten und auch Informationen natürlich, dann abonniere den Kanal und aktiviere am besten auch die Glocke, denn dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und wenn du noch mal ein bisschen mehr erfahren möchtest, schau mal, hier habe ich dir ein paar neue Videos verlinkt. Ich sende dir ganz viele liebe Grüße, deine Emma.